So Leute, hallo und willkommen bei Abenteuer Madeira! So, heute haben wir mal ein anderes Programm, außer Garten. Warum? Es regnet. Wir konnten weniger machen im Garten und das lohnt sich nicht für ein Video. Dafür kriegt ihr nächsten Mittwoch die doppelte Dröhnung. Und heute sind wir mal da. Wir sind im Jardim Botânico Funchal. Richtig, der botanische Garten in Funchal. Hat ja auch was mit Garten zu tun. Wir zeigen euch mal die geilsten Blumen da, Bäume, alles was da wächst. Also genießt es, lasst schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert und let's go! Oh, zieht euch mal diese Kakteen ein. Das ist ja wie eine Filmkulisse hier, wa? Von dem ersten amerikanischen Film da, ne? Aus Arizona. Was ich immer schön finde, ist hier dieser Farn. Der wächst wie so eine Palme, ne? Der ist auch riesig. 3 Meter würde ich schätzen hoch. Und von oben macht er dann seine Palmblätter. Oder seine Farnblätter. Das ist die Stechpalme. Da sieht man es mal. Ilex aquifolium. Und die ist ja ganz berühmt immer in England. Ne? Das ist ja so die typische Weihnachtspflanze in England. Hatte früher mal viele Kunden gehabt. Aus England, aus Großbritannien oder auch Irland. Und die haben sich immer gewünscht, dass wir so eine Stechpalme bei den pflanzen. Das sind auch ganz schöne Palmen hier, die kennen wir aus der Türkei und die schmecken sehr lecker, diese kleinen Früchte. In der Türkei habe ich immer gesehen, wie das Personal oder auch wir haben geholfen mit Wasserflaschen, haben wir immer gegengeworfen, bis so ein Strunk runtergefallen ist und dann haben wir uns lieber alle geteilt. Coole Erinnerung. Das sind schöne Früchte, die schmecken wirklich gut. Oh, der Baum hat ein bisschen Ähnlichkeit wie der Trompetenbaum in Deutschland, hä? Aber ist keiner. Geh mal dichter ran und guck mal, wie der heißt. Riecht halt gut hier. Hier blüht da unten alles. Geh nachher mal runter, guck mal, was das genau für Pflanzen sind. Das riecht so gut. Das ist die sogenannte Ananasbanane. Die dauert fast ein Jahr, dass sie sich komplett ausgebildet hat. Aber die soll so gut schmecken, dass das nächste Mal wir auf jeden Fall testen werden. Ich habe die noch nicht gesehen zum Kaufen da. Ja, gut, aber da ich will auch nicht abgezogen werden. Ne? Schön. Bravo, das sieht aber sehr gut aus. Was ist das für eine? Ein Hibiskus. Ja. Hier in Madeira haben viele auch eine Hibiskushecke. Und das sieht so gut aus, wenn die verschiedenen Farben, ich mag es halt gern bunt. Und da sind wir auch am Überlegen, ob wir uns was anlegen wollen, so eine Hibiskushecke. Fällt uns persönlich auch sehr gut. Oh ja, mit schönem Oleander. Der wächst in den südlichen Ländern wie Unkraut. So wie, ich hatte mal einen Arbeitskollege, der hat dazu immer gesagt, Autobahnpflanze. Weil wenn du Türkei zum Beispiel mal guckst, da werden die einfach zwischen den beiden Autobahnen einfach in der Mitte gesetzt. Weil das Zeug so resistent ist. Aber es sieht schon geil aus. Also diese Oleander finde ich persönlich auch sehr schön. Ja, der schöne Hibiskus. Ja, es sieht schon schön aus. Wow, hier sind wir in die asiatische Gegend gekommen jetzt gerade. Auch da, die Mauern sind bepflanzt, ich habe eben schon gesehen. Da ist eine japanische Pflaume. Hier, da sieht man es mal, wie das an der Mauer lang wächst. Und dann hier so ein typischer Keukarpfenteich, sage ich mal. Sind da Keukarpfen drin? Nee, aber andere Fische. Da schwimmen sie. Schöne Seerosen, Teichrosen. Haben wir eine kleine Blume angesteckt hier? Hä? Man sagt ja, Madeira ist Europas Hawaii. Also. Guck mal, was ich da gefunden habe. Buntnesseln. Die habe ich damals in der Ausbildung geliebt. Da habe ich meine Lehrerin damals mal gefragt, ob sie mir nicht Ableger machen kann. Die knipst man da unten zum Beispiel ab, macht eben sich Stecklinge draus und nimmt die mit nach Hause. Die sehen so richtig schön aus. Die blühen zwar nicht, aber das Blatt, so farbintensiv. Ja, das ist eine von meinen Lieblingsstauden. Also die Beete haben sie wirklich
wunderschön angelegt hier, muss ich sagen. Ah, hier haben sie schön was, sag ich mal, geschrieben in Pflanzenform. 2022 müssen sie ja jedes Jahr hier die Nummer ändern, wa? Von 1 auf 2, nachher auf 3. Was mich immer wundert ist, dass ich hier, bis jetzt habe ich hier noch keine Kokosnusspalmen gesehen. Weiß nicht, ob die Temperatur hier nicht reicht, ne? Also, Ich glaube nicht. reicht wahrscheinlich nicht, wa? Weil, damit eine Kokosnuss ein bisschen süß schmeckt, muss wirklich heiß sein. Und dafür reicht die Temperatur nicht aus. Deswegen, mehr in Brasilien gibt es das ja, ne? Oder auch in Thailand haben wir schon gesehen, ne? Da, also, Ich komme aus einer Region von Brasilien, ist im Norden von Brasilien. Ist Ja. sehr warm. Tocantins da, ne? Die Amazonas. Ja, genau. Der Bergse Kokosnuss, der richtige Früchte, der ganze Jahre. Ja. Da ich habe nicht einmal gesehen. Ich glaube, die Temperatur ist nicht richtig warm oder bleibt nicht richtig warm eine lange Periode. Periode und ist nicht genug. Ich Ja. glaube, ich weiß auch nicht. Wo wir immer in Brasilien waren, oder wo ich auch die Anfangszeit war, haben wir jeden Tag uns aufs Moped geschwungen und Kokosnüsse geholt, weil erstens sind die günstig und zweitens eisgekühlt und es gibt kaum eine Frucht, die so viele Mineralien hat, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte anfangs immer ein bisschen Probleme in Brasilien, die ersten 1, 2, 3 Tage, wo ich da war, immer ein bisschen Fieber gehabt, ein bisschen Kälte, also diese Temperatur kann man sich nicht vorstellen als Europäer, wenn man da hinkommt, da kriegt man wie so einen Schlag in den Nacken rein und da immer 45 Grad, ja, das ist komplett normal, diese Luftfeuchte da. Mich hat es einfach immer flachgelegt die ersten 2 Tage. Musste ich immer am Tropf da ein bisschen, ja, wie sagt man da, Infusion holen. Ja, eine Infusion. Eine Vitamin. Braucht Vitamin. Ja, und deswegen musste ich da immer Kokosnüsse saufen. Aber das war das Schönste, was ich je erlebt habe, muss ich auch ehrlich sagen. Guckt mal Leute, was ich gerade gefunden habe hier. Elefantenohren. Ja, klar. Was gehört dazu? Wir machen jetzt mal eine schöne Kaffeepause hier. Oh, schöne Kuchen überall ausgestellt hier, hä? Oh, ich möchte so einen Mama so ein Pastel Genata, bitte. Du, Zucker, was nimmst du? Auch ein Stück Kuchen? Oder eine Eiscreme? Ja. Na gut. Ja, Freunde, wir machen erstmal eine kleine Pause. Und wollen uns auf dem Weg schnell mal bedanken für die vielen Likes, die ihr mir da lasst, für den Support von unserem Kanal. Danke, liebe Leute, danke vielmals für alles. Danke für eure Gucken, für eure Verfolge. Und ich bleibe so. Genau so. Danke. Guck mal, Freunde, das finde ich auch mal eine ganz schöne Sache hier. So eine Bambushecke, dahinter kommt eine Ligusterhecke, dann kommt eben Berberitzenhecke, Hibiskushecke und so diese Mischkultur. Das ist auch ganz gut für die Natur, weil viel hat man ja mal gesehen, sag ich mal, in Deutschland oder auch Schweiz, Österreich, sag ich mal, die Top-Beispiele, dass die Leute eigentlich immer eine Monokulturhecke machen, wie zum Beispiel Kirschlorbeer oder Buchsbaum. Buchsbaum jetzt weniger durch den Buchsbaumzünsler, aber eben durch diese Monokultur hat man eben das, wenn man einen Parasit oder einen Pilz drin hat, dass der die ganze Hecke eben mit der Zeit zerstört. Und diese Mischkulturen mit verschiedenen Pflanzen in der Hecke, erstmal blüht es zu verschiedenen Zeiten oder macht oder auch eine verschiedene Optik, eine bessere Optik. Und man hat ja die Chance, dass die Hecke nicht mehr so intensiv angegriffen wird. Und gibt natürlich noch einen Lebensraum für andere Insekten und Tiere. Hä? Ja, nochmal zurückzukommen auf Mischkulturen. Was wir immer versuchen bei uns im Garten, möglichst viel eine große Artenvielfalt zu haben, damit eben ja, alles zu unterschiedlichen Zeitpunkten blüht und seinen Geruch in unseren Garten verstreut. Wir ziehen alles aus eigenen Samen, sage ich mal, und aus ja, Ablegern von Freunden. Und das ist eben sowas, was auch, sag ich mal, das Gärtnerherz höher schlägen lässt. Ne? Guckt euch mal die riesen Kakteen. Ich würde jetzt mal schätzen auf 4 Meter. Aber ist ja Wahnsinn, ne? Wie das hier alles wächst. So was habe ich auch noch nicht gesehen vorher. Stell dich mal daneben, mir Mord, damit man mal sieht, wie groß die sind. Da sieht man zwar. Wahnsinn, wa? Riesig groß. Die heißen eben, einer von meinen Abonnenten hat es mal geschrieben, Ficus da indica, ne?
So heißen die. Man kann eben die Früchte oben, die wachsen, die kann man essen. Und auch die, ja, wie soll ich sagen, das sind ja keine Blätter, aber diese, ja, sagen wir, nennen wir das einfach mal Blätter. Die kann man wohl auch essen. Und die sind in Mexiko oder in Indien oder wo auch immer überall verbreitet. Und das gehört, in Mexiko gehört es einfach zur Küche sogar, zur traditionellen. Oh, zieht euch mal diese Kakteen rein. Das ist ja wie eine Filmkulisse hier, wa? Von den ganzen amerikanischen Filmen da, hä? Aus Arizona. In Texas. Viva Las Vegas! Sieht das krass aus hier, so viel. Oder in Mexiko, ne? Das sieht so unglaublich aus hier. Guckt euch das mal an. Kann ich euch gar nicht... Ja, weiß ich nicht, ob man das so rüberkriegt. Könnt ihr euch das vorstellen? Was, da steht mal. Mexiko. Dass man das mal ein bisschen sieht. Die sind wirklich enorm groß. Also, denen muss es ja das Klima da gefallen auf Madeira, hä? Krass. Da sieht man mal perfekt den Strunk hier. Das sind alles Kaffeebohnen. Die werden hier so geerntet, getrocknet, gemahlen. Ja. Ja, jetzt sind wir in unserer Abteilung angekommen. Den Garten, Salate sind hier, Früchte. Drehen wir die Kamera um. Da sieht man mal, Thymian wächst hier. Balsamico, Karotten, Salat. Da hinten sind noch Chilis verschiedene. Da hinten ist Salbei. Ja, führen wir mal kurz rum. Oh, hier ist auch noch eine Chili. Das ist doch hier, die wir angesehen haben hier, Mama. Wie heißt die? Malagueta? Das seid doch, das ist eine Malagueta, ist sofort erkannt hier. Oh, Leute, es ist so. Die schmeckt gut, ne? Aber die, Für Leute gerne scharf. ja, das ist natürlich für Leute, die gerne scharf essen. Oh, hier haben wir Bananen. Kleinen Bananenwald hier. Mal gucken, wann unser das erste Mal gibt. Bananen schmeißen, hä? Ja, da haben wir Zwiebeln. Schnittlauch. Mais. Also, alles da, was wir bei uns im Garten auch haben. Aber schön zu sehen hier auf jeden Fall. Oh, ja, haben wir Rosmarin. Das kennt ja auch jeder aus seinem Garten. Vor allen Dingen, wie das wieder riecht. Jeder, der so einen Garten hat mit Kräutern und so, der weiß natürlich auch, wie es riecht. Hä? Oh, hier riecht es voll minzig. Wie so ein Teeladen hier. Oh, dann haben wir hier. Das sieht auch aus wie eine Zitrone, aber die ist noch nicht reif. Die Zitronen hier. Das sind Zitronen, alles Zitronenbäume. Hier haben wir Fenchel. Deswegen heißt die Stadt Funchal. Die Stadt heißt Funchal. Wegen der ersten Person da gekommen, der Insel war voll Fenchel. Fenchel. Ja, Funchal. genau so. Ja, so eine coole, interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, aber die meisten Kräuter hier im Garten sollte jeder kennen. Da haben wir wieder Salbei. Ja, liebe Gartenfreunde, jetzt kommen wir hier zu den Koniferen. Top geschnitten alle da. Aber das ist, was ich auch immer jetzt mehr und mehr beobachtet habe, dass die ganzen Sachen immer anfangen braun zu werden. Ne? Das ist immer so traurig. Und vor allem, wenn es einmal braun wird, dann ist es schwierig wieder zu retten. Aber an sich sind Koniferen schon was Schönes. Aber ich glaube, wenn man die zu sehr in Form schneidet, dann leiden die drunter. Da sieht man es auch mal. Ne? Vor allen Dingen die Tuyas, also die Lebensbäume und so weiter, war meine Erfahrung, dass die dann immer relativ schnell braun werden und nachher ja, den Geist aufgeben. Fängt so an mit so kleinen Sachen und verbreitet sich ruckzuck, wenn man nicht schnell genug spritzt. Also man muss halt bei so Sachen Kupfer spritzen. Also wir haben damals immer mit Kupfer gearbeitet und konnten teilweise noch welche retten, aber eben, das muss man auch dann regelmäßig machen. Aber schön, würde ich sagen, schön angelegt hier. Aber das erinnert mehr an so englische Gärten. Was viele Leute immer vergessen bei den immergrünen, sag ich mal, Koniferen, dass man die auch im Winter gießen muss. Ne? Sonst werden sie auch braun. Und vor allen Dingen vor Salz schützen. Dass man die, wenn man die als Hecke hat vom Gehweg, wo die Leute da durchfahren mit den Streuwagen. Und wenn da einmal Salz dran ist, dann verliert man die komplett. Und so eine Hecke ist nicht günstig, ne? Das stimmt. Jeder, der sich so eine Hecke schon mal gekauft hat, der weiß, wovon ich rede. Also, schützt mit dem Plastik die vor Salz
und auch im Winter gießen. Ganz geil. Die Mauer. Ja, und die Mauer dazu, ne? So, wer so eine Hecke im Garten hat, kann sich glücklich schätzen. Guck mal, das sieht aus wie diese Pflanze daraus die Tequila machen, ne? Wie heißt die, Mama? Agave. Agave, ne? Agave. Ja, eben, das sieht so aus. Aber da fehlt das Herz von der Agave. Ja. Weil normalerweise ist da in der Mitte, sieht man wie so eine Art, man sagt Herz der Agave und daraus wird der Tequila gemacht. Sehe ich bei der nicht, also wird das keine sein. Nein. Das sind verschiedene, also ich denke mal, wird wahrscheinlich die gleiche Familie sein, aber nicht die Sorte, die man da benutzt. Ja. Ne? Nicht die echte, ja. Guck mal, Freunde, das ist aber was anderes als diese typische Traufkante immer in Deutschland. Ne? Hier kann man doch mal aus Jamaika Kraut pflanzen hier. Freunde, ich hoffe, wir konnten euch einen schönen Überblick machen oder verschaffen über die ganze Pflanzenwelt weltweit, die es gibt. Also ich hoffe, das Video war sehr informativ für euch. Und nicht verpasst das nächste Video, wir waren in Praia Formosa. Oh ja. Und mit viele mehr schöne Sachen für euch. Und lasst euch liken, nicht vergessen. Und bleibt mit uns. Ja, kann ich gar nichts mehr hinzufügen, außer abonniert den Kanal noch. Hä? Also, bis Samstag. Bis am Samstag, Freunde. Macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, liebe Leute.